Jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt's ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Wichtig ist, dass man besonders vorausschauend fährt, dass ich das einschätzen kann. Wir sehen hier jetzt, kommen wir quasi ins Tal und jetzt geht's eine lange Steigung hoch. Das heißt, hier versuchen schon Schwung mitzunehmen, um eben mit möglichst gleichbleibender Geschwindigkeit dann auch den Berg hochfahren zu können. Denn wenn ich da zu langsam Anlauf nehme quasi, dann tut man sich natürlich in der Steigung auch dementsprechend schwer. So, hier bergauf jetzt, Linkskehre. Hier ist es wichtig, dass man ganz von außen die Kurve anfährt, um dann, und das sieht man schön, im linken Außenspiegel mit dem Anhänger eben nicht über die Mittellinie drüber kommen. Jetzt geht es schon wieder runter und jetzt habe ich noch eine ganz tolle Funktion, die wir hier in unserem neuen Vito verbaut haben, nämlich die sogenannte Downhill Speed Regulation. Und die kann ich aktivieren über eine Taste links neben dem Lenkrad. Das machen wir jetzt auch mal. Ich schalte hier DSR ein. Ist jetzt vorgewählt auf 18 Stundenkilometer. Und das Tolle ist, ich kann komplett das Fahrzeug jetzt rollen lassen. Die Elektronik übernimmt jetzt die Steuerung meiner Geschwindigkeit im Zusammenspiel mit der Bremse und eben auch mit dem ABS-System. Würde mich das Fahrzeug quasi jetzt ganz wie von alleine den Berg runtertragen. Und das ist wirklich sehr entspannt. Man muss nicht selber so viel mit der Bremse arbeiten, mit der Motorbremse und schalten, sondern das Fahrzeug wählt es eben entsprechend für mich aus und ich kann ganz entspannt mich auf die Strecke konzentrieren.